Hier auf diesem Kanal findet man in deutscher Sprache die Ergänzung zu den einseitigen Nachrichten aus der Türkei. In Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in anderen Ländern Europas und den USA werden oft Nachrichten verzerrt wiedergegeben, wenn es um das Thema Türkei geht. In Berichten über die Türkei werden oft wesentliche Fakten weggelassen. Mal werden Dinge völlig frei erfunden, mal absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen. So entsteht beim Leser ein falscher Eindruck. Die Minderheitenmeinung wird oft als Mehrheit dargestellt, oder auch die Reichweite einzelner Beiträge werden künstlich manipuliert. Gezielte Desinformation als solche zu identifizieren ist allerdings nicht leicht. Abonniere diesen Kanal, wenn du nicht nur einseitig über die Türkei informiert sein möchtest. Denn nur wer die türkische Sprache beherrscht, kann sich die Fakten holen. Jede politische Partei in der Türkei hat ihre eigene Zeitung oder einen TV-Sender. Und wenn du auf diesem Kanal ein Video magst, dann zeig uns das mit einem Daumen nach oben. Einseitige Berichterstattung bedeutet, man berichtet über ein Ereignis, welches eine Person oder eine Gruppe betrifft, fragt aber bei dieser betroffenen Person oder Gruppe nicht nach, wie sie selbst darüber denkt und warum sie entsprechende Entscheidungen getroffen hat. Einseitige Recherchen durch Journalisten sind insbesondere bei politischen Themen ein No-Go. Erst die beidseitige oder ganzheitliche Nachricht trägt zur Bildung der eigenen Meinung bei, was ein sehr wichtiges Werkzeug der Demokratie darstellt. Es gehört zum Menschenrecht, weltweit alle Bürger richtig über andere Länder, hier die Türkei, zu informieren. Der einseitige Medienbericht verschärft die Situation noch mehr, wenn in einem Bericht die Meinung einer Minderheit vertreten wird, aber die sogenannte andere Seite aus der Mehrheit besteht. Genau das kann man in europäischen Nachrichten über die Türkei beobachten. In der Türkei gibt es eine breit gefächerte politische Landschaft. Im türkischen Parlament sind linke, wie auch rechte Parteien vertreten. Die Mittepartei AKP, welche von Erdoğan gegründet wurde, vertritt die meisten Menschen in der Türkei. Denn über die Hälfte der Wähler haben Erdoğan in direkter Demokratie zum Präsidenten gewählt. In deutschsprachigen Medien wird aber nicht die Meinung dieser Mehrheit wiedergegeben, sondern jene der Opposition. Eine Opposition besteht aus Parteien oder Gruppen, welche die Arbeit und Politik der wählerstärksten, also der Regierungspartei, ablehnen. Prüft selbst die Türkei-Nachrichten, ob die Regierung im Bericht zu Wort kommt. Wenn nicht, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um eine einseitige Berichterstattung handelt. Dieser Kanal zeigt hier also auch jene Seite der Türkei auf, welche die deutschsprachigen Menschen nicht erreichen können. In Europa findet man aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse kaum Berichte von der wählerstärksten Mittepartei. In der Türkei, wie auch in Europa, gibt es öffentlich-rechtliche TV-Sender. Diese werden vertreten von den Parteien im Parlament und Organisationen wie der Kirche bzw. der von Atatürk gegründeten Diyanet, der türkischen Verwaltung religiöser Angelegenheiten. Da nun diese Sender in Deutschland mehrheitlich durch grüne und linke Politik dominiert werden, sind die Medienmitteilungen der Mitteparteien und rechten Parteien nicht gleichermaßen vertreten. Linke Parteien solidarisieren sich und halten verständlicherweise in den meisten Ländern auch politisch zusammen. Das Resultat dazu ergibt sich durch Berichte über die Türkei, welche bewusst nur linksgerichtet, also einseitig ausfallen. Dazu kommt die Tatsache, dass die Türken in den letzten 20 Jahren Großes leisten und deshalb weltweit immer mehr Einfluss genießen. Daher ist es für westliche Staaten, allen voraus der USA, zur Strategie geworden, die Türkei politisch und wirtschaftlich zu schwächen. Und dazu gehören auch gezielt einseitige Medienberichte, welche aus türkischer Sicht als Desinformation oder Medienmanipulation entlarvt werden und einzelne Medien berechtigterweise als Lügenpresse bezeichnet werden. Jene Kreise unterstützen so sichtbar die Terrororganisationen, welche der Türkei schaden möchten. Beispiele für einseitige Berichterstattung findet ihr im Kommentarbereich zu diesem Video. Sendet auch ihr uns Links zu Desinformationen über die Türkei unten als Kommentar. Wir werden diese Kommentare als Faktencheck schalten. Viel Spaß mit den Videos auf unserem Kanal.